bis ich dann in 1,5 Stunden Feierabend habe, das will ich ja nüchtern nicht erleben. So. Mein Name ist Martin Bechler und ich darf hier nach Hannover kommen, weil wir haben eine kleine Indie-Kapelle und die heißt Fortuna Ehrenfeld. Und das Erstaunliche ist, dass auch wenn man mir das nicht lachen sieht, die Band ist noch ganz jung und trotzdem dürfen wir jetzt schon hier durchs Land fahren und überall kommen ganz viele Leute und das wissen wir jetzt sehr zu schätzen und das beschützen wir wie ein kleines Igelbaby. Vielen Dank. Was sind deine ersten Erinnerungen an Musik? Also ich bin in einem gediegenen linksliberalen Ärztehaushalt groß geworden. Und ich bin als Kind gefüttert worden mit sehr viel klassischer Musik, sehr viel Kurt Weill. Das Lieblingsstück meiner Eltern war die Drei-Groschen-Oper. Ich glaube, das ist also ein größeren Glücksfall kann man überhaupt nicht haben im Leben, für mich jetzt. Die Drei-Groschen-Oper? Ja, Kurt Weill und Bert Brecht. Eine der bis heute für mich zauberhaftesten und werthaltigsten, mutigsten Kompositionen, die ich je gehört habe. Und halt Beatles rauf und runter. Ne? Und die Mischung nicht schlecht. Ne? Ja, dein Weg, du hast ja erst sozusagen als Produzent angefangen. So, und das hat jetzt eine Wendung genommen, dass du selber im Rampenlicht stehst. Also nach dem Abitur mussten wir damals noch 20 Monate Zivildienst machen. Das war aber eine Zeit, die einem auch sehr viel Zeit zum Nachdenken gibt. Ich war bis zu dem Zeitpunkt mit 18, 19 eigentlich der festen Überzeugung, Mediziner, genau wie meine Eltern zu werden. Und im Zivildienst hat sich dann nochmal mit viel in Bands rummucken und so, hat sich nochmal eine andere Welt aufgetan. Und ich wollte immer in der Nähe von Musik sein. Ne? Und dann begann ein schlangenhafter Weg über ein Musikwissenschaftsstudium, über ein Freelance-Studijobs als Tontechniker in sonst wo, dreimal um die Welt. Am Ende wurde es dann 10 Jahre später ein eigenes Tonstudio. Dann kommt man ans Produzieren. Produzieren sage ich selber nicht gerne über mich. Ich sage ungern, ich bin ein Produzent, weil Produzent ist mit den ganzen Lutschbacken, die sich diesen Berufsstand zu eigen gemacht haben, einfach zu einem Schimpfwort ja geradezu geraten. Produzent heißt ja auch, wir kratzen die jungen Leute von der Straße, demütigen sie maximal an irgendwelchen Panels im Privatfernsehen, bis der Nächste vom Schiff springt. Ne? Ein Produzent ist eigentlich ein Zusammenmatscher. Ne? Also du hast im besten Fall ein Budget oder eben keins. Du hast eine Idee, du hast vielleicht einen Künstler oder ein Skript oder einen Sender oder eine Theatergesellschaft, die sagt, kannst du mir das so zusammennageln? So ein bisschen Herbergsvater, Herbergsmutter. Wie hast du denn deinen inneren Musiker rausgelassen? Was heißt rauslassen? Ich meine, wir haben den ja alle. Ne? Es gibt ja Leute, die behaupten von sich, ich kann nicht singen oder ich bin unmusikalisch, totaler Quatsch. Gib mir irgendein Menschi und 2 Tage im Studio. Es geht darum, den Knoten zu lösen, den dir die anderen da reingebaut haben. Von irgendwelchen Ängsten oder irgendwann im Blockflötenunterricht, da kommt der Nachbar und sagt, hör auf mit dem Krach. Wir leben hier in einer Gesellschaft, die komplett den Zugang dazu verloren hat, Hausmusik zu machen, gemeinsam zu musizieren. Und wir tragen das alle in uns. Du musst nur bei den Leuten, die das komplett verlernt haben, weil sie nur noch, sagen wir mal, das von außen in sich reinlassen als Konsumentis. Viele haben Angst, diesen Schlüssel zu finden, dieses Tor aufzumachen, das Herz zu öffnen für sowas. Die Angst zu verlieren, sich damit zu zeigen und ich musste da nichts rauslassen. Ne? Also ich war schon immer, ich habe früher in Schülerbands gespielt. Ich habe keine Angst vor Kunst und ich habe auch keine Angst, mich zum Volldeppen zu machen. Mit den Menschen, mit denen du zusammengearbeitet hast, was würdest du dir empfehlen, wie kann man den Knoten platzen lassen? Mach dein Herz auf. Mach dein Herz auf und begreife, dass Musik ist ja nicht, haben wir ja nicht erfunden. Alles um uns herum schwingt und klingt und wir haben den Sonnenton, wir haben den Erdenton, wir haben die Vögel, die zwitschern, wir haben das Rauschen durch die Wälder ist die schönste noisy, ambient, industrial Keyboardfläche, die du dir vorstellen kannst. Es ist alles da, du musst es nur pflücken. Dein Musikstil, dich da irgendwer stark beeinflusst? Beethoven, Kurt Weill und die Beatles. Ich fange jetzt wieder von vorne an, oder? Okay. Ganz viel. Ich entschuldige mich für dieses Unverschämtheit. Nein, das war ja nur Spaß. Ganz viel die klassischen, die mutigen Singer-Songwriter. Ja. Und auch wenn es keiner mehr hören kann, Dylan, ganz vorneweg. Und vor allem das Diffuse an Dylan, ne? Also das Unbestechliche, dass der gesagt hat, es gibt bis heute Dylan, Bob Dylan für die Jüngeren unter uns. Es gibt bis heute Texte von Dylan, die habe ich nicht die Bohne verstanden, aber du trägst sie so mit dir rum und plötzlich rennst du im Park rum, guckst in den Himmel und sagst, wait a minute, ey, fuck. Und für mich ist Popmusik oder ein guter Text ist ein guter Text, wenn er gar nicht alles preisgibt. Ich will was
in den Raum stellen, was erstmal da so steht. Ne? Und dann gehe ich weg und sage so, live with it, nicht mein Problem. Machst du da einen Unterschied zwischen dem privaten Martin und dem Künstler Martin? Ganz viele Texte von mir haben durchaus einen autobiografischen Kern oder Beginn. Dabei muss aber nicht bleiben. Ne? Also ich nehme was ich erlebe. Es kann aber entweder sein, dass ich eben im Sinne dieser Blaupause dann Bausteine rausnehme, dass sie auch nicht verräterisch ist für andere, weil ich nicht so viel von mir preisgeben will. Es kann aber auch sein, dass sie dann einfach wegmeandert oder artifiziell wird oder skurril wird oder alles. Und das ist diese wirklich grenzenlose, dieses Geschenk, was ich so schätze, diese künstlerische Freiheit zu haben. Dass es vollkommen egal ist, in welche Richtung das geht. Und weil ich diese absolute, unverhandelbare künstlerische Freiheit brauche, das geht halt nur in einem Independent-Kontext. Ja, du bist ja nicht alleine in der Band. Ihr seid ja, also in vielen Songs seid ihr zu dritt auf der Bühne. Jetzt zu viert? Jetzt zu viert. Wie habt ihr zueinander gefunden? Puh, dafür reicht die Zeit jetzt insofern nicht, weil, pass auf, Fortuna Ehrenfeld ist ein Raum. Diesen Raum betreten, das ist ja nicht nur die Band. Dieses Ding, was wir da hinstellen, sei es im Studio oder immer auf der Bühne, da gehören ja ganz viel mehr Leute noch zu, die siehst du noch nicht. Ne? Das heißt, ich betrachte sowas immer als einen Raum, den Menschen betreten, Künstlis, Technikis, Redakteuris, Promotis. Und da wechselt auch mal das Personal, ne? Weil ich meine, wir arbeiten mit so spannenden Leuten, die machen dann eben auch ihre anderen Projekte und sowas, weißt du, und dann diffundiert mal irgendwas weg und dann findet man sich da wieder zusammen. Das ist sehr in Bewegung und das soll auch so sein. Weißt du, ich will hier niemanden verhaften, das ist kein Gefängnis. Und dieses ganze Team wabert so durchs Universum und wir versuchen aus jeder Situation für den nächsten Arbeitsabschnitt, das ist entweder eine Tour oder ein neues Album, einfach einen maximal spannungsvollen Raum zu schaffen. Dieser geschützte Bereich ist dein Schlafanzug-Outfit. Magst du das nochmal erklären? Ja. Ist Rüstung und Hang Loose zugleich. Ne? Rüstung deswegen, weil nimmt mich keiner ernst. Also ich meine, wenn ich so zum Bäcker morgens gehe. Und auf der anderen Seite ist es für mich aber auch der Schalter. Ne? Ich bin hier nicht nur der Kasper vorne an der Bühne, ich bin auch der Manager, ich bin der Autor, ich bin der Kopierboy, ich bin der Kaffeeboy. Ich versuche ein guter Gastgeber und ein guter Chef für die Leute zu sein, die hier arbeiten. Das sind viele, viele Jobs und der Schlafanzug ist für mich ein idealer Schalter im Sinne einer Metamorphose, die man binnen einer Minute, weißt du, wenn ich mich dann selber kurz vor der Bühne so im Spiegel sehe und ich mache mir den Iro hoch, dann sage ich so, weißt du, alle Angst, alle Wut ist jetzt vorbei. Ich habe ein paar song-inspirierte Fragen für dich mitgebracht. Wie geht ein Schalala und hat Ikea schon nach der Anleitung gefragt? Ich kann dir eins sagen, das Schalala baut sich ja von sich selber zusammen. Das ist ein Mechanismus, der in dir die ganze Zeit wirkt, der sich in seinen Synapsen sowohl im Kopf als auch außerhalb. Bei ganz besonderen Lichtverhältnissen sieht man das wie so ein Nordlicht bei jedem Menschen. Das sind wie so Koronen, die um dich irgendwie machen. Und immer baut es da irgendwas. Du kennst diese Siedlerspiele und so, wo immer irgendwas hämmert und so. Das ist in dir, das ist in mir. Das ist der Takt, der uns am Leben hält. Und Ikea hatte noch nicht mal eine Aktion, dass die gesagt haben, wer irgendwie im Schlafanzug kommt, kriegt 10% auf Bettwäsche an einem Samstag. Und dann habe ich das getaggt und wir hatten noch nie so viele Internetaufrufe für irgendeinen lumpigen Post. Weißt du, so funktioniert Marketing. Lieber Tulpen aus Aldi oder eine Laserpistole aus Amsterdam? Ja, alles zusammen. Ne? Also man muss immer gut equipped durch die Fußgängerzone gehen. Naja, weißt du, es gibt ein Lied, das heißt für unsere werten HörerInnen und ZuschauerInnen, es gibt ein Lied, das heißt Tulpen aus Amsterdam und da geht es eigentlich um was ganz anderes. Ne? Also da kommt so einmal Tulpen aus Amsterdam vor. Ist ja, glaube ich, ein alter, geiler Schlager von Karel Gott oder was ist das? Oder Mireille Mathieu, ich weiß es nicht mehr. Und das ist, jetzt hast du ganz viel von Fortuna verstanden, weißt du, man spielt auf der Platte, das ist ein 9-minütiges Lied, was wirklich sich schier endlos da in den Sonnenuntergang zieht. Und dann sitzt man halt da, nimmt das auf und sagt, ja geil, jeder Marketing-Fuzzi von der großen Plattenfirma würde sagen, 9 Minuten, das kriegen wir auf Spotify nicht gepitcht und so, weißt du, wenn ich diese Sätze schon höre, dann bin ich schon irgendwie unterm Dach. Und dann schauen wir uns das an, ne? Wir arbeiten das im Studio, sagen 9 Minuten sportlich, kommt das drauf? Ja, wir wollten ja ein bisschen länger. Dann sagen wir, ach komm, machen wir doch eine Dreier-Vinyl. Und dann sitzt man da
so, ich gehe jetzt schon mal Möhren fürs Abendessen schneiden, wie nennen wir es? Ja, Tulpen aus Amsterdam, geil, Entscheidung getroffen. Dann wird das in irgendeine Liste eingetragen und weiter geht's, weißt du. Da wird nicht drüber diskutiert oder so. Dann grinsen alle und sagen, ja, klar, Tulpen aus Amsterdam, weißt du. Und wer auch immer dann sagt, wait a minute, warum? Dann alle so, ja, was fragst du mich? Was ich denn das wissen? Was ist deine Lieblingsbeleidigung? Arschloch, Wichser, Hurensohn. Naja, eben gar keine. Ne? Das ist, wer den Song kennt, der weiß, dass wir es genau rumdrehen in was sehr, sehr Verletzendes und Liebevolles. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe selber mein Leben lang bis zu einem gewissen Zeitpunkt im Verein Fußball gespielt. Ich habe das immer sehr geliebt, ich war immer gerne im Stadion. Und ich habe immer mit großer Verachtung und Genervtheit einfach zur Kenntnis genommen, dass offenbar in diesem Land verbale und körperliche Gewalt in den Stadien als eine Selbstverständlichkeit hingenommen wird und dass man allen Vereinen zum Vorwurf machen muss, dass sie nicht konsequent dagegen vorgehen. Und, wir wollten in diesem Lied das einfach mal rumdrehen. Weißt du? Ist eine Ode an die Flip-Flop-Jungenseele in der Mache? Wir kommen gerade aus der Schweiz und haben da mit einem Kinderchor ein Lied eines sehr geschätzten Schweizer Liedermachers gesungen, der heißt Bühne Huber, so einer der wirklichen Ikonen der Schweizer Popmusik. Und das Lied heißt Venus von Bümplitz und ich habe immer das meiste davon verstanden, aber nicht alles. Dieses Lied ist eine Nationalhymne da unten in der Schweiz. Ne? Also wenn auf dem Gurtenfestival, das ist das große Schweizer Festival, da singen das 250.000 Leute aus voller Kehle mit. Und dann war das waren Achtklässler, ne, und die grinsten dann halt immer so dabei. Ich habe mich dann aufklären lassen, was ein bockstößiger Himbeerbube ist. Musste jetzt selber rausfinden. Möchte das hier vor laufender Kamera aber nicht sagen, weil um die Frage ernst zu beantworten, zu weit weg Mädchen, Barfußmädchenseele natürlich. Das sind Wortschöpfungen, die immer weitergehen sollen. Diese Kette werde ich weiterführen, so lang, bis es im Duden steht. Wie heißt die Nummer 3 im Irish Pub und er schon das Geld zurückgegeben? Die Durchnummerierten. Ja, das ist ja die Frage, was wird denn da durchnummeriert? Und das, vielen Dank für diesen wertvollen Beitrag und Fragestellung, weil jetzt schließt sich in wundersamer Weise der Bogen zum Anfang. Ein Teufel will ich tun, dir das sagen, weißt du? Weil du sollst für dich entscheiden. Wo bist du die gezählt hat? Oder bist du durchnummeriert worden? Und wenn ja, von wem und für was? Oder sind es einfach nur die Sitzplätze, weißt du? Das wissen wir nicht. Weil ich war ja nicht dabei. Du warst gar nicht im Pub? Ich war da nicht. Okay, ja, das ist auch gut. Der Pub war in mir, weißt du? In mir ist das Bild aufgegangen. Okay. Aber ich persönlich war leider nicht da. Das heißt, wir müssen dieses Lied hören und dahin reisen. Dann hörst du das Lied und dann schließt du die Augen und dann bist du da. Und dann musst du schauen, wer hat wen nummeriert. Aber ich glaube, es war eine Sauerei. Meine letzte Frage ist, was schlabberst du gerne zur Musik machen? Ja, also ein Gläschen Rotwein darf schon dabei sein. Ne? Es ist immer, die beste Musik machst du immer im nüchternen Kopf und mit nüchternen Händen. Und die kreativste Zeit ist für mich morgens, wenn ich ganz, ganz wach und klar bin. Und dann baut man sich das und dann organisiert man ganz klaren Kopfes am Schreibtisch und organisiert mit Blut, Schweiß und Tränen so eine Tournee, bis sie dann so steht und so funktioniert. Und wenn es dann aber soweit ist und die ersten 7 Songs durchgeschwitzt sind, dann ist das auch lustig, mal sich ein Glas Rotwein auf den Flügel zu stellen und zu sagen, bis ich dann in 1,5 Stunden Feierabend habe, das will ich ja nüchtern nicht erleben. So. Wie viel Scheiße kann man reden, Junge? Wie viel Scheiße kann man reden? Ja, nee, also gar nicht. Ne? Ich bin ja jetzt auch nicht mehr 23. Ne? Man lernt mit seinen Kräften zu haushalten. Und wir trinken immer vor die Band mit der Crew zusammen, damit wir uns auch bonden. Weißt du? Wir verlieren uns ja dann nicht. Und damit wir uns nicht verlieren, der Tonmann, Tonfrau ist da ist Licht, da sind die Leute, die hinter der Bühne arbeiten, dass alles funktioniert. Und wir wollen dann noch einmal zusammenstehen. Und da wird immer ein Pfützchen Single Malt getrunken. Dann klatschen alle und dann die Jenny atmet dann einmal für uns. Alle atmen ein, alle atmen aus. Viele Teile atmen eine Synchronicity und dann geht's.